Hier habe ich meinen Schraubstock an dieser Ecke und immer wenn ich hier was säge oder feile oder sonst den Kram, nervt mich das, dass ich den Mülleimer immer rausstellen muss, weil hier sonst immer alles voller Späne auf dem Boden liegt und die trage ich dann durch die Werkstatt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache hier eine kleine Schublade hin, die ich so ausziehen kann und mit dieser Schublade dann die Späne auffange. Ich habe mir dann hier Kugelauszüge geholt. Die eine Seite kommt einfach hier dran, wird festgenietet und auf der anderen Seite habe ich hier noch ein Reststück Holz genommen, damit der Kugelauszug auch auf der anderen Seite ist und dann biege ich mir noch eine kleine Kiste oder kleine Schublade aus Alu, habe ich mir gedacht. Die Schnittkante hier vom Holz ist nicht ganz schön geworden, deswegen schleife ich die jetzt noch ab, mache auch hier eine Phase dran, vorne, hinten und dann bohre ich die paar Löcher durch, damit ich das hier unten anschrauben kann und das verklebe ich dann natürlich auch. Ja, das sind die nächsten Schritte erstmal. Und dann kommt das jetzt hier so dran. Jetzt wird der ganze Spaß noch verschraubt und zwar mit diesen Schrauben hier. Die haben einen Kerndurchmesser von 4,5, deswegen bohre ich 4. Und hier außen das Gewinde hat 6. Ich will nämlich hier durchbohren, damit die Schraube nur hier drin greift und das richtig schön ranzieht. Und natürlich kommt unten noch eine Senkung rein. Passt. Jetzt wird die reingedreht. Das mache ich jetzt hier an den ganzen anderen Stellen und dann lasse ich das alles trocknen und dann schleife ich das natürlich hier nochmal ab und dann öle ich das, dass das auch die gleiche Farbe ungefähr hat. Hier kann man noch ein bisschen das abziehen. Und jetzt lasse ich es trocknen und während es trocknet, baue ich die Schublade. Jetzt kommt wieder meine Lieblings-Nietpistole. Und fest ist das Ding. Die Kugelauszüge sind montiert. Jetzt kommt die Schublade. Ich habe das mal alles ausgemessen. 295, 450 lang, 45 hoch. Hier einfach ein Blech. Klinke hier die 4 Ecken aus. Biege das dann jeweils hoch an den Linien. Und dann werde ich es wahrscheinlich an den Ecken noch zuschweißen. Vorne kommt noch ein kleiner Griff dran. Also kommen hier so 2 kleine Löcher nachher noch rein. Das ist dann hier schön so einen kleinen Griff ab zum Ziehen. Ich habe jetzt glaube ich keinen Stahl mehr da, deswegen werde ich eine Alu-Schublade bauen. Das ist eigentlich auch praktisch, weil die dann nicht rostet. Aber ich schaue mal, was ich sonst noch so auf Lager habe. Das Teil kann ich nicht verwenden, das verwende ich hier für was anderes. Ja. Dann wird es wahrscheinlich hier dieses Blech. Bisschen schade ums Blech, aber so ist halt. Also das Blech ist 500 lang, das ist schon mal praktisch. Zeichne ich das jetzt an, schneide die Ecken aus und dann knicke ich das. Gesamtbreite ist 385. Einmal hier. Hier wird es gesägt, hier wird es ausgeschnitten und dann wird alles hochgeknickt. Ich habe jetzt keine Lust an die Hebelschere zu gehen, deswegen säge ich das kaputt. Als letztes wird jetzt hier das Blech an diesen Linien schön umgeknickt. Ich habe ja vorher die Löcher reingebohrt, damit es hier keine Probleme gibt. Und das mache ich jetzt hier. Schön stückweise immer ein bisschen durchschieben. Meine Backen sind ja nicht lang genug und ich habe auch keine Biegebank. Die muss ich mir noch anschaffen. Die Kiste ist ganz gut geworden. Ein bisschen werde ich die jetzt noch richten. Man kann sehen, es ist nicht ganz perfekt gerade, aber für diese Biegebacken in meinem Schraubstock war das echt eine gute Sache.
Hier, da sieht man ein bisschen, dass es nicht ganz gerade ist, aber auch nicht schlimm. Das Ding ist gut zu, schön aus Alu. Die Ecken werde ich jetzt wahrscheinlich noch zuschweißen und dann kann das Ding hier schön rüber. Dann kann die Schublade schön hier eingesetzt werden. So, dann schweiße ich jetzt hier die Ecken zu, dann montiere ich die Schienenseiten und dann ist das alles fertig. Vorher muss ich natürlich hier noch die ganze Folie abmachen, sonst verbrutzelt die mir. Und vor dem Schweißen werde ich das hier noch so ein bisschen schleifen, ein bisschen die Partikel wegmachen und auch mit Alkohol säubern, damit das alles schön sauber ist. Und dann versuche ich das hier mal zusammen zu brutzeln. Alu bin ich ja noch nicht so gut, aber ich werde es irgendwie, denke ich, hinbekommen. Und dann schleife ich das vielleicht hier noch ein bisschen rum. So sauber wird die nie wieder aussehen. Richtig geil. Schön blankes Alu. Immer schön aufpassen, dass auch ein Aluzusatz ist. Ich habe nämlich schon mal mit Edelstahl versucht und andersrum. Das war dann ein bisschen doof. Da ist mir der Draht beim Edelstahlschweißen schön weggeschmolzen. Ja, gehen wir jetzt mal mit 100 Ampere rein. 2 mm Alublech. Und ich kann ja hier noch ein bisschen regeln am Rädchen. So, dann gehen wir mal drauf auf den Wechselstrom. Und auf 100 Ampere, 103, ja, das wird schon passen. Und dann guckt man mal schnell, wie die aussieht. Ja, damit könnte man was machen. Und jetzt fange ich mal an zu schweißen. Machen wir das andersrum. Naja, einmal hängen geblieben. Aber für eine Schublade wird es reichen. Wichtig ist halt immer, dass alles perfekt vorbereitet ist, weil ihr seht ganz schnell, wenn bei Alu Dreck drin ist, dann läuft das Kacke, gibt so Flecken und so. Also immer schön alles sauber machen, schleifen, nochmal abwischen mit Alkohol und dann läuft das. Seht ihr ja. Ich schweiße so Bleche eigentlich immer von hier außen nach innen, weil wenn ihr hier anfangt, hier ist ja mehr Material, und dann tragt ihr die Wärme raus und dann schmilzt euch das hier auseinander so. Und dann, wenn ihr hier anfangt, ist es ja noch kalt und hier ist mehr Material, das nimmt die Wärme besser auf und verteilt es besser. Deswegen mache ich es eigentlich immer so rum. Es geht jetzt hier doof, weil ich ja auch dieses Blech auf das verschweiße. Ich mache jetzt hier so ein paar Punkte immer hin und dann fange ich nochmal so an, dann ist am Ende das schon zusammen und ich muss nicht mehr ganz ans Ende kommen. Das habe ich mal so irgendwann angefangen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mit jedem Mal schweißen lernt man dazu und dann bin ich irgendwann vielleicht auch mal gut und kann mir einen Motorradtank oder so schweißen. Ihr müsst natürlich hier den Fülldraht oder den Stab vom Zusatz müsst ihr auch reinigen. Hier habt ihr ja gerade gesehen, habe ich ein bisschen Kacke gebaut und hier ist auch ein bisschen Dreck drinnen. Aber für diese Schublade funktioniert das auf jeden Fall. Das ist keine große Kraft, die darauf wirkt und sieht auch gut aus. So ein Aluschweißgerät ist echt, wenn man es hat, nicht mehr zu missen in der Werkstatt. Ich habe mir halt eins von Rehm gekauft, war teuer, aber hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ich mache echt viel mit diesem Gerät. Jetzt schaue ich noch, ob die Schweißnaht hier vielleicht ein bisschen zu dick ist, wenn das so in die Schublade reinkommt, ob die Schienen da laufen. Sonst schleife ich das hier nochmal mit der Flex ein bisschen ab. Dann kommen hier die Bohrungen rein und das wird verschraubt und dann ist die Schublade soweit erstmal am Funktionieren. Hier vorne mache ich vielleicht noch einen Deckel drauf aus Holz oder so mit einem kleinen Griff und dann kann ich das immer schön rausziehen.
Und jetzt teste ich das Ganze mal. Habe ich mir ein Stück Schrott hier geholt. Und das lege ich jetzt ab, genau über meiner neuen Schublade. Und dann lege ich mir vielleicht noch einen Pinsel hin, dass ich dann immer hier so alles noch reinschieben kann. Und dann kommt das einfach so zu. Wunderschön. Das ist eine kleine Verbesserung in der Werkstatt, aber jedes Mal freue ich mich. Gell, Isa? Hallo.